Die Etrefort Baggy Pants. Ein Produkt, das von ganz vielen Menschen getragen wird, sei das zum Parkour trainieren, zum Reisen, zum Yoga machen, zum Chillen, zum Spazieren. Es gibt extrem viele diverse Möglichkeiten. Das Produkt hat einen Prozess gehabt, bis es so war, wie es jetzt heute herkommt. Und genau auf diesen Prozess will ich heute gehen, einmal zu schauen, wie viel Energie hat das Ganze gekostet, bis das Produkt da ist, wie es jetzt ist. Schau das Video bis zum Schluss. Am Ende habe ich noch eine kleine Überraschung für dich und jetzt würde ich vorschlagen, here we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf dem Etrefort Channel. Mein Name ist Pierre und heute will ich mit dir auf eine Reise gehen und zwar dir wirst du mal anschauen, wie ist die erste Parkourhose von Etrefort entstanden. Grundsätzlich ist Etrefort die erste Parkour-Marke, die nicht nur auf Kleider draufdrucken, sondern auch wirklich Parkour in Kleider machen. Wie hat das also stattgefunden? Wann hat das angefangen? Und wie lange ist das überhaupt gegangen, bis das hier die originalen Parkour-Pants EFT 1 da sind? Welcher Prozess war das? Was hat man für das als entwickeln? Da gibt es extrem viele Datien, da gibt es extrem viele Videos, wie das Ganze entstanden ist und auf diese Reise würde ich dich gerne mitnehmen. Grundsätzlich aber mal zuerst zur Geschichte von Etrefort. Wie ist nämlich das entstanden? Man muss jetzt zuerst auf die Idee kommen, Kleider zu produzieren mit solchen Features. Man muss sich das so vorstellen. Die beiden Gründer, Roger Wittmer und Felix Stöckli, machen seit Jahren Parkour. Sie haben mit ihrem Freund Ramon Siegenthaler in Münsingen angefangen. Der Roger Wittmer ungefähr im Jahr 2000, der Ramon ist dann im Jahr 2001 dazugekommen und der Felix im Jahr 2002. Und die haben extrem Freude gehabt und eine riesige Leidenschaft im Parkour gefunden. Wie sich die Leidenschaft zeigt, das zeige ich jetzt gerade hier in einem alten Video. Okay, das war so viel zu Parkour Münsingen. Jetzt war es ja immer so, in der Parkour-Kultur haben wir immer so die breiten Baggy Pants getragen. Ich weiss auch noch so, der Fixer Rösch erzählen so, wo sie halt das erste Mal auf Paris sind gegangen. Alle haben so breite Trainerhosen angehabt, sie so ihre Sportli-Hosen. Hat sich das eigentlich ziemlich schnell mal verändert, weil sie sind zurückgekommen und haben sich wie die grössten Nike Baggy Pants gekauft und die haben wir ganz, ganz lange angehabt. 2008 war es dann so wie dass Parkour One GmbH gegründet wurde. Da hat man schon immer die Idee von diesen Kleidern. Es gibt auch erste Entwürfe, das gehen wir jetzt gerade im Google Drive durch, von 2008, aber dann hat der Roger und der Felix so viel zu tun gehabt, dass es gar nicht funktioniert hat. Er hat vor einen aufzugleisen. Und dann ist das wie ein Seitenprojekt erstmal auf die Seite gelegt worden. So, aber jetzt nochmal ganz kurz zur Idee und Philosophie von Etrefort. Etrefort kommt nämlich von Etrefort pour être utile. Stark sein, um nützlich zu sein und hat im Parkour-Kontext historisch gesehen ganz eine wichtige Bedeutung. Es geht darum, stark zu sein
um nützlich zu sein und Menschen zu helfen mit den psychischen und physischen Fähigkeiten, die man gewinnt. Und genau dieser Aspekt ist für Etrefort, für den Roger und den Felix ganz wichtig gewesen, euch in diesen Kleidern mitzubringen. Das heisst, sie sollen nützlich sein fürs Parkour. Und nützlich sein fürs Parkour, was kann das bedeuten? Reissverschluss, dass keine Handys mehr daraus fallen und man kann keinen Schlüssel mehr verlieren. Irgendwo ein T-Shirt halten, dass man sein T-Shirt, wenn es vollgeschwitzt ist, irgendwo dran kommen kann. Plus die Hose darf nicht so schnell kaputt gehen, müssen robust sein und halten. Das sind alles Features, die dann in die Hose reingeflossen sind. Etrefort ist bis heute in den ganzen Kleidern drin, weil man einfach sagen, in diesen Kleidern befinden sich nützliche Features. Nachhaltig ist es produziert, das heisst, wir sind auch nützlich für unsere Umwelt und die Kleider sind stark von starken Menschen für starke Menschen. 4 Jahre ist das Projekt auf Eis gelegt worden und im Jahr 2012 haben die ersten Etrefort Parkour Baggies released. Das schauen wir uns jetzt im ersten Trailer an. Das hier sind also die ersten Parkour Baggy Pants, die 2012 released worden sind. Mit all diesen Features, und ich bin mega froh, sind die so, wie sie sind, weil ich habe ein paar Muster bei mir. Der Gründer von Etrefort, Felix Stöckli, hat mir hier ein Paket geschickt. Und in diesem Paket befinden sich die ersten 3 Parkour-Hosen, Muster, die Skihändler produzieren. Und die würde ich nachher gerne mal anlegen und mit dir durchgehen, einmal vergleichen. Ich denke, wir schauen uns das einmal gerade jetzt an. Das ist es. Da drin befinden sich die ersten Muster. Ich bin ganz nervös drauf. 1, 2 und 3. 3 Muster und ich sehe da schon spannende Sachen. Bin mega gespannt, was das ist. Okay, wow, extrem breite Hose. Okay, cooler Stoff. Der ist ja gefühlt leichter als der andere. Okay. Vom Stoff her, das ist mehr so Sport-Style. Schau mal. Ein Logo. Und das ist eher so ein Material von so Trainerhosen, wo ich das Gefühl habe. Die ersten schwarzen Baggies kommen in Baumwolle daher. Und wir haben auch schon die Reissverschlusstaschen, die so umgesetzt worden sind. Gerade hier drunter finden wir auch etwas Ähnliches wie Taschen, aber das sind Lüftungsschlitze. Gerade wenn man viel in Baggies trainiert, wird es im Sommer schnell mal heiß. Wegen dem wäre es viel praktisch gewesen, wenn man da hätte durchlüften können. Auf der Rückseite haben wir schon den T-Shirt-Halter, der geht jedoch über die ganze Breite. Und wir haben eine Reissverschlusstasche auf der Rückseite. Das sind die ersten Baggies. Das zweite Paar der Baggies kommt in einem dunklen grauen Stoff daher. Wir finden ganz vorne schon dünne Bändel zum Zubinden und auch die Seitentaschen mit Reissverschluss dürfen natürlich nicht fehlen. Darunter haben wir ganz grosse Lüftungsschlitze bzw. die Innentaschen sind riesig mit einem luftdurchlässigen Stoff. Auf der Rückseite sehen wir einen Reissverschluss. Und vorne hat es schon die erste Tasche innen dran, wo man das Handy versorgen kann. Wir finden auch hier wieder Lüftungsschlitze an der Innenseite der Oberschenkel. Das ist das zweite Muster der Baggies. Das dritte und letzte Muster kommt nicht in Baumwolle daher, sondern eher in einem ganz leichten Stoff. Auch wieder hier vorne mit dünnen Bändeln. Wir haben einen Kopfhörereingang bei der Reissverschluss-Seitentasche und hinten dran eine kleine Markierung, wo das die Rücktasche müsste sein. Hier sieht man Lüftungsschlitze an den Innenseiten, gerade 4 Stück hat es von denen an den Oberschenkeln. Man kann unten schon die Hose zuziehen. Das ist das letzte Muster im gleichen Schnitt, wie die heutigen Baggies produziert sind worden. So, das sind die ersten 3 Muster von den Baggies, die zum Roger und zum Felix gekommen sind. Und ich bin natürlich mega gespannt, wie das Ganze jetzt zustande gekommen ist. Für das habe ich den Felix jetzt gerade hier in einem Gespräch und ich habe da ein paar Fragen an ihn. Weil ich meine, es ist alles um die 10 Jahre her. Ja, voll. Keine Ahnung mehr, wenn genau. Die schwarze war die erste, die haben wir damals zusammen noch mit unserer Schneiderin entworfen oder daran herumgebastelt. Und was wirklich sehr, sehr interessant ist an dieser, die Innenseite zwischen den Beinen, eigentlich die Lüftungsschlitze, oder kannst spüren. Und auch auf der Seite aussen. Und zwar, weil wir eigentlich immer damals so gesagt haben, ja, mit den schweren Hosen wollen wir trainieren. Aber man schwitzt halt auch extrem und es wäre cool, das Teil beizubehalten, aber irgendwie ein bisschen luftdurchlässig. Was man noch sieht, ist so zum Beispiel auch der T-Shirt-Holder hinten.
Sieht noch ganz anders aus. Genau. Ist eigentlich viel komplizierter, so mit etwas Zusätzlichem. Und jetzt ist es ja viel vereinfacht, dass man es ein bisschen Reduce to the Max geschafft mit dem Bändel. Aber ja, die haben wir damals entworfen und eigentlich das erste haptische Muster war das gewesen. Das ist, keine Ahnung, 2006, 2007 auch. Bin ich mit unserer Schneiderin, die uns dort unterstützt hat, damals auf England geflogen, weil wir dort einen Kontakt hatten von einem Product Designer. Und der hat uns dann eigentlich die Graue organisiert. Aber sieht man auch schon, die ist schlussendlich viel professioneller, maschineller. Einfach natürlich mit Sachen, die vorhanden sind, darum auch Farbkombinationen, die nicht unbedingt geplant waren. So oft passiert beim Muster ist ja, sie nehmen einfach, was am nächsten materiell dazu passt, aber farblich noch überhaupt nicht stimmt. Hier ist jetzt sozusagen auch kein T-Shirt-Holder mehr dran. Ist das bewusst gewesen, oder ist das einfach in dem Muster vergessen gegangen? Ich glaube, das ist einfach vergessen gegangen. Das war cool gewesen, wenn du die dann so zuerst mal so in der Hand hast. Es hat, ich glaube, auch schon so Label dran und so. Ja. Das war ein spezieller Moment gewesen. Und dann merkst du aber gleich noch, du bist noch überhaupt nicht dort, wo du eigentlich her willst. Beziehungsweise, wenn du schüftest und ein Nattel reinbringst. Magst du dich erinnern an das? Dass du es sozusagen von unten an musst reinbringen. Genau, wenn du es rausgeklappt hast, dann ist es gar nicht gegangen, gell? Ja, also, genau. Also die sind natürlich auch höher cool. Hier die Lüftungsschlitze. Die sind aber bei der Hose extrem gross an der Seite, habe ich gesehen. Das ist fast wie eine zusätzliche Tasche. Ist das euch so gedacht gewesen, oder hat man so gefunden, es soll einfach so ein Ding sein, aber du siehst, ich kann hier wieder eingreifen und kann die ganze Tasche rausholen? Ja, nein, ich glaube, das haben sie einfach, wahrscheinlich haben sie gemeint, es soll eine Tasche sein und haben das wegen dem so gemacht. Aber es war ursprünglich das Ziel, sie sogar noch länger zu machen, die Lüftungsschlitze. Ah, ja. Dass du natürlich mehr Luftdickheit reinbringst. Aber man hat einfach gemerkt, hey, aber ein Reissverschluss hat eine gewisse Stabilität und das beeinflusst dann einfach auch den Look, wie die Hose geht. Ja. Und wir haben ziemlich schnell dann gesagt, hey, es geht einfach wie nicht. Weil, da haben wir noch das letzte Muster. Und das ist, wo ich es angeschaut habe, das ist in dem Sinn am Schnitt von denen, die es jetzt hat, fast gleich. Ja. Also, der Stoff ist einfach anders, die anderen sind mehr wahrscheinlich Baumwolle gewesen, das ist jetzt mehr so ein funktionaler Sportstoff. Habt ihr das einfach nochmal ausprobieren und nachher gemerkt, nein, wir wollen doch wieder zurück auf Baumwolle gehen? Nein, also Baumwolle ist von Anfang an sehr stark präferiert worden. Ja. Und auch eigentlich der Schnitt, das ist jetzt interessant, oder? Wenn du sagst, ja, das ist jetzt das erste Mal, wo der Schnitt so ein bisschen ist, wie er ist. Den Schnitt haben wir seit und je eigentlich durchziehen. Ja. Da haben wir einmal gehabt und nichts verändert. So. Aber unterschiedlicher Stoff sieht er sofort anders aus. Das ist so, ja. Plus unterschiedliche Produktion oder sogar in der gleichen Produktion mit dem gleichen Stoff gibt es einfach Abweichungen. Ja, ja. Und das ist das, was nach wie vor immer so eine Frage ist, ja, okay, wo gibt es die Abweichungen, wie viel können wir handeln, was ist noch okay an Abweichungen und was darf einfach gehen. Und wir waren halt sehr detailverliebt gewesen, und das hat uns, glaube ich, auch am Anfang extrem viel Zeit gekostet. Weil ich mich noch erinnere, zum Beispiel bei diesen Bändeln, der Abschluss von denen, es gibt etwa 50 Arten, wie du das machen kannst. Und wir einfach wollen, dass es doppelt gefaltet, schön umrundet und mit einem X vernäht ist, dass es wirklich haptisch auch stimmt und einfach auch von der Stärke stimmt. Ja. Das habe ich auf meiner Suche im Google Drive habe ich das gefunden. Du hast sogar eine Skizzen oder ich glaube irgendein Sheet hast gemacht, wo du genau beschreibst, wie die Bändel oder der Abschluss muss aussehen. Und das hat sich ja bis heute sozusagen auch gehalten. Das haben wir jetzt in den Chinos drin, in den Baggies ist das immer noch drin. Also wirklich etwas, was sich bewährt hat. Ja, definitiv. Also ich finde ja die Lüftungsschlitze allgemein extrem spannend. Ja, nach wie vor. Wenn man das cool umsetzen kann, wäre das aber es sieht einfach komisch aus. Es ist nicht wirklich handelbar. Es ist, treibt die Kosten von der Produktion massiv in die Höhe. Und ich glaube, hinten raus brauchen du es wirklich nur ganz, ganz selten. Und mittlerweile sind wir ja auch so, eben wir trainieren in kurzen Hosen im Sommer. Das hat man damals nie gemacht. Und mit dem ist es ja schon wieder weg. Also weißt, dann musst du sagen, ja, im Sommer nimmst du halt einfach die kurzen. Und dann nimmst du entweder die Light Shorts oder du nimmst unsere Baggy Shorts.
Und dann brauchst du überhaupt keine Lüftungsschlitze mehr. Tipptopp, merci dir. Dir auch, merci, ciao. Ciao. So, das war es mit dem heutigen Video. Lass mal in den Kommentaren da, wie es dir gefallen hat, wie interessant du das ganze Thema findest, wie das Edge 4 entstanden ist und welche Geschichten das dich noch mehr würde interessieren. Jetzt kannst du eine von diesen Baggies gewinnen, weil wir haben gerade einen Restock gemacht und es sind die neuen Baggies wieder da, alle wieder in den verfügbaren Grössen. Du kannst eine gewinnen, indem du unseren WhatsApp-Newsletter abonnierst. Du kannst hier unten im Link mal draufdrücken und dann machst du schon am Gewinnspiel mit. In dem Sinne, merci vielmals für deine Unterstützung. Vergiss nie, you make the difference. Zusammen können wir die Welt verändern. Und jetzt, bis bald.